Tesla, die Firma, die endlich unsere Umwelt retten möchte und dafür ihre Kunden verkauft. Tesla ist ziemlich innovativ, das sollte nicht wirklich ein Streitpunkt sein. Aber wie geht eigentlich Innovation im Jahre 2020? Natürlich KI und Big Data. Es ist kein Geheimnis, dass Elon Musk uns Chip fürs Gehirn anbieten möchte oder an selbstfahrenden Autos forscht. Und naja, dafür sind KIs nötig. Und für KIs braucht man Big Data, das heißt sehr, sehr viele Daten. Doch, wo kommen solche Daten her? Naja, solche Daten kann man nicht einfach generieren, solche Daten kommen normalerweise aus der Praxis, das heißt von uns Kunden. Und aus diesem Grund ist jetzt gerade eine neue Studie aufgetaucht, 40 Seiten über den Datenschutz bei Tesla. Und sagen wir so, es sieht nicht gut aus für den Autohersteller. Was genau er sammelt, das erfahrt ihr hier und lasst mich soweit schon mal spoilern, es kann soweit gehen, dass Teslas eventuell bald nicht mehr zugelassen werden hier in Deutschland. Kurz gesagt, in den AGB steht drin, dass, ich zitiere, Telematik-Protokolldaten, Fernanalysedaten, weitere Fahrzeugdaten, Wartungshistorie, Informationen über Ladestationen, weitere Funktionen, Navigationsdaten und kurze Videoaufnahmen von den Außenkameras des Fahrzeugs gesammelt werden. Das heißt also auch, wohin ihr wann fahrt und vor allem auch, wie schnell ihr dorthin fahrt und wie häufig ihr fahrt. Zusätzlich werden, und ich zitiere wieder, Daten über den emotionalen Zustand des Fahrers gesammelt. Das heißt, fahrt ihr aggressiver, wenn ihr wütend seid, oder fahrt ihr eher gemächlich und seid deswegen eher so ein bisschen entspannt, weil es früh am Morgen ist. Es ist übrigens gerade noch nicht mal 7 Uhr bei mir. Ja, also das ist natürlich so die Frage, ob man das wirklich so alles möchte, dass Tesla sowas sammelt. Aber es geht natürlich noch weiter. Ich zitiere wieder, 8 Kameras gewähren eine 360° Rundumüberwachung der Fahrzeugumgebung in bis zu 250 Meter Entfernung. Ergänzt werden sie durch 12 aktualisierte Ultraschallsensoren. Das ist wirklich heftig. 250 Meter Entfernung, das bedeutet, wenn ich mit meinem Tesla rumfahre, dann nehme ich natürlich auch zwangsläufig die Leute um mich rum auf. Und zwar egal wo, an welcher Stelle. Ich meine, klar, das könnte ich eigentlich auch mit einer Handykamera machen. Aber der Tesla macht das vollautomatisch. Und warum braucht eigentlich Tesla so viele Daten darüber? Naja, das muss man sich auch mal überlegen. Wir haben da ein ausgeprägtes Fahrerassistenzsystem in diesem Ding drin. Das heißt, wir haben sowas wie Bremsvorrichtungen, Warnvorrichtungen, dass man zum Beispiel nicht irgendwo drauf fährt, wenn wir rückwärts fahren, zum Beispiel beim Einparken oder gar automatisch einparken lassen. All diese Dinger brauchen natürlich diese Sensorik. Vielleicht nicht unbedingt den emotionalen Zustand des Fahrers, aber zumindest die Rundumüberwachung. Und ja, diese Kameras, die sind tatsächlich vom Auto auslesbar. Das heißt, wir können an einen USB-Port dort tatsächlich was anschließen und dann diese Daten für uns auswerten. Das heißt zum Beispiel auch sowas wie eine Gesichtserkennung in unseren Tesla anschließen, der quasi 360° um unser Auto herum tatsächlich auswertet, wer da eigentlich an uns vorbeiläuft. Aber im Endeffekt kann man sowas auch mit jedem Handy machen. Ich meine, der Nutzer ist natürlich immer selbst dafür verantwortlich und wir können nicht Tesla in die Schuhe schieben, ob wir jetzt eine Gesichtserkennung anschließen oder nicht. Aber es gibt 3 Probleme mit diesen ganzen Daten, die wirklich ein Problem sind. Und zwar nicht unbedingt aus der User-Perspektive, also natürlich aus der User-Perspektive, aber darauf hat der User quasi keinen Einfluss. Und zwar, Tesla gibt nicht an, ob Daten anonymisiert werden und wenn ja, wie viele. Das heißt, eine eindeutige Fahrzeug-ID lässt eindeutig Rückschlüsse zu, welches Auto welche Daten übermittelt hat. Das heißt, man kann die Daten zum Beispiel über emotionalen Zustand des Fahrers, kann man alle zurückrechnen auf wer das Fahrzeug gekauft hat und wer das Fahrzeug dann auch höchstwahrscheinlich gefahren hat, sprich wessen emotionaler Zustand das eigentlich war. Das heißt, die Daten werden, naja, zumindest nicht vor dem Übertragungsweg anonymisiert und dementsprechend wäre es möglich. Man weiß es natürlich nicht, weil proprietär und so, aber es wäre möglich, dass solche Daten dann tatsächlich von Tesla ausgewertet werden. Was, wie gesagt, natürlich zumindest im Interesse von Tesla ist, weil sie natürlich auch Daten sammeln wollen und uns quasi besser kennenlernen wollen und KIs trainieren wollen, die brauchen die Daten. Aber aus unserer Perspektive, sagen wir so, ich fände es nicht cool, wenn Tesla weiß, dass ich einen schlechten Morgen habe und deswegen schneller fahre. Das zweite ist, und ich zitiere wieder, außer in den oben genannten und unten aufgeführten Fällen kann Tesla Informationen, die keine Rückschlüsse auf ihre Identität zulassen, also anonymisierte Daten, für jedwede Zwecke nutzen oder weitergeben,
Beispielsweise für betriebliche oder Forschungszwecke, für Branchenanalysen zur Verbesserung oder Änderung unserer Produkte und Dienstleistungen, um unsere Produkte und Dienstleistungen besser auf ihre Bedürfnisse abzustimmen und wenn dies rechtlich erforderlich ist. Das heißt, all eure Daten werden anonymisiert weiterverarbeitet für KIs. Das heißt, ihr seid quasi Futter für die KI. Und ja, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum Teslas teilweise so günstig angeboten werden, obwohl sie eigentlich von der Herstellung wirklich sauteuer sind. Das heißt aber auch, und jetzt beziehe ich mich auf den letzten Teil, und wenn dies rechtlich erforderlich ist, das bedeutet, wenn ihr bei einem Unfall zu schnell gefahren seid. Also sagen wir mal, es war Tempolimit 50, ja, ihr wart innerorts und ihr seid 70 gefahren und rast irgendjemanden hinten drauf. Dann werden eure Daten 1:1 an die Behörden weitergeliefert, die in diesem Fall ermitteln. Und das wird wahrscheinlich viele eher mal stören, behaupte ich. Allerdings sagt Tesla auch, wir verkaufen, ich zitiere wieder, ihre persönlichen Daten zu keinem Zweck, unter keinem Umstand an Dritte. Das bedeutet, Daten werden nicht an andere Firmen weiterverkauft, können aber natürlich unentgeltlich weitergegeben werden. Also Weitergabe ist ja erlaubt, laut den AGB, die ich gerade vorhin vorgelesen habe. Sie werden nur lediglich nicht verkauft. Das heißt aber, wenn zum Beispiel jetzt Tesla sich entschließen würde, hey Google, komm, lass mal gemeinsame Sache machen, dann wäre das auch absolut legitim, weil Google bezahlt ja in dem Sinne nicht dafür. So, das heißt, jede Firma, die mit Tesla kooperiert, könnte die Daten bekommen. Das heißt nur, dass sie nicht weiter verkauft werden, sondern vielleicht weiter verschenkt werden. Besonders schlimm, Daten werden in die USA übermittelt. Ist ja eigentlich fast logisch, also als amerikanisches Unternehmen, ich meine, die machen ja auch irgendwo ihre Forschung, aber sie beziehen sich in ihren AGB, also in ihren Datenschutzerklärungen und allem drum und dran, auf den sogenannten Privacy Shield. Und den gibt es seit dem 16.07. nicht mehr. Das heißt, eigentlich wäre es nötig, dass Tesla gesonderte Maßnahmen vorstellt und ergreift, um Daten zu anonymisieren und zu schützen, weil laut der EU in den USA Massenüberwachung möglich und erlaubt wäre. Deswegen möchte die EU, dass Daten besonders geschützt werden, die von der EU in die USA abwandern. Ja, und die hat Tesla so nicht in ihren AGB drin stehen. In denen steht bloß, ja, wir übermitteln in die USA laut Privacy Shield, den es eigentlich gar nicht mehr gibt. Es gibt noch einige weitere Kritikpunkte an der ganzen Studie. Ihr findet das Ganze in der Beschreibung unten drin. Das heißt nicht in den Kommentaren, sondern eins drüber. Da gerne mal lesen. Und dort könnt ihr dann gerne noch ein bisschen weiterlesen. Aber jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung. Ist das ein furchtbarer Datenschutzverstoß oder ist das doch eher ein kleinkarierter Unfug, der eigentlich niemanden wirklich stört und trotzdem ist es geil, dass wir die Autos vielleicht günstiger kriegen, als wenn wir das nicht hätten? Schreibt mir das mal in die Kommandozeile. Das ist jetzt in den Kommentaren gemeint und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.